are you doing there? I'm cleaning out the toilet that was used yesterday by the driver. Die Jungs mussten gestern leider arbeiten. Das ist das Auto von Fernando Alonso und Mark Homer. Das Ding ist alles schön schmutzig, muss wieder neu sortiert werden. Fernando und Mark das Auto gestern zum Laufen gebracht haben. Sie haben einen großen Stein getroffen, haben die vorne links das ganze Aufhängung rausgerissen gehabt. Sie sind trotzdem mit dem Auto noch irgendwie ins Zwieback gekommen. Die Mechaniker haben die halbe Nacht repariert, gehämmert, gespeist, damit es auch wieder läuft. Eine sehr grobe Reparatur. Hier sehen wir das Toyota Fahrercamp. Sieht eigentlich aus wie auf einem Campingplatz. Das heißt, die meisten Fahrer und Co-Piloten schlafen hier in irgendwelchen Wohnmobilen, um ein bisschen Ruhe zu haben, kurze Wege zu haben, wenn es schnell geht. Das Ganze direkt hinter dem Service-Team. Und hier sieht man die Zelte der Mechaniker. Die schlafen hier. Manche Fahrer ziehen es vor, ins Hotel zu gehen, wenn Hotels in der Nähe sind. Man mag sich wundern, warum die Motoren laufen, obwohl es noch gar nicht losgeht. Es ist wichtig, die Motoren warm laufen zu lassen, da sie eine Betriebstemperatur vom Öl von mindestens 60 Grad haben müssen, bevor man losfahren darf. Um den Motor voll zu beanspruchen, muss er mindestens 80 Grad haben. Vorher dürfen die Jungs kein Gas geben, weil ansonsten der Motor leiden könnte. Oh, who's that? Alles klar. Alles klar. Hey. Kenil, how do you feel about opening today? There will be no dust. It's a good thing. He's looking at the positive side. Glenn, what is the problem with your camper? No hot water. No hot water. Again, second night. That's tough for a South African. Big deep breath for the shower. Die ersten 12 Autos starten in Abstand von 3 Minuten bis zur Dust Gap wegen dem starken Staub. Audi Terranova auf die Reise. So, bei dem Fahrzeug war jetzt gut zu sehen, dass die Jungs auf einer sehr defensiven Strategie sind sehr entspannt losgefahren. Also sie attackieren nicht die Strecke, sondern sie wollen ankommen. Und oftmals ist das eine gute Idee, so zu fahren, weil man eben keine technischen Probleme bekommt oder weniger und weil der Navigator auch mehr Zeit hat zum Schauen, zum Navigieren, zur Wegfindung. Und am Ende des Tages ist man mit so einer Strategie auch manchmal sehr schnell dabei. Jetzt am Start Nasser Al-Attiyah, Mathieu Bommel. Der wird sicher heute eine große Attacke fahren. Das ist doch mal ein Sound, oder? Jetzt am Start Yazid und Konstantin. Viele haben gestern Abend bis um 1 gearbeitet oder länger. Und dann muss man sehen, dass man, wenn denn Zeit ist und nichts zu tun ist, dass man versucht, Ruhe zu finden und sich auszuruhen. Hier sieht man ein paar Schadensteile von Alonsos Auto von gestern, Sachen, die er kaputt gefahren hat. Und hier wieder ein Mechaniker, der die Pause nutzt, um sich auszuruhen, damit er heute Abend fit ist. An Alonsos Auto wurde wohl gestern Abend bis um 1:30 gearbeitet, heute Nacht bis 1:30. Da ist ein Carschief. Auch der Arbeitsplatz ist schon vorbereitet für das Ankommen der Autos, alles sauber gemacht. Die Stands liegen bereit. Die Autos werden sofort, wenn sie hier sind, aufgebockt. Und dann werden die Stands drunter gestellt, damit die eine gewisse Arbeitshöhe haben. Das Auto laufen lassen kann, auf dem Stand durchschalten kann, Getriebe durchchecken kann, ja, und halt das Mechaniker auch leichter drunter kommen. Hebebühnen, schöne Weberwerke, Hebebühnen sind einfach zu aufwendig, zu schwer, die kannst du am Rennen nicht mitschleppen. Also musst du dir anders zu helfen wissen. Werkzeugkisten, very basic in diesem Team. Müssen wir auch nochmal mit Weber reden. Aber es muss eben auch alles sehr robust und sehr handlich sein, damit jeden Tag ein- und ausgeladen werden kann und die Strapazen so einer Tour gut übersteht. Jetzt schauen wir mal in einen französischen Service-Truck. Hier ist schon ganz gut zu sehen. Sogar das Gepäck ist in der Plastiktüte. Andere Art von Werkzeugkasten. Ob es nun besser ist, ich weiß es nicht. Mal rein. Gutes Ersatzteilsystem, sieht sehr aufgeräumt aus.
Hier und was natürlich auch immer braucht, ein bisschen hört, ein großes Stromaggregat. Das bei mir auch nie fehlen dürfte. Das und noch viel wichtiger, das hier. Also mit dieser Crew könnte ich arbeiten. Sieht sehr gut aus. Auch das hier ist sehr interessant. Eine kleine Dusche. Man hat alles dabei. Man ist autark. Mein Kommentar zur Dusche. Super. Hier nochmal einen Blick hinten rein in den Wohnabteil von dem LKW. Das ist immer noch bei dem französischen Team. Und hier ist nämlich auch eine kleine Schlafkabine drin, sodass Fahrer, Beifahrer alles dabei haben, was sie brauchen. Na, wenn das nicht super ist, spartanisch, aber vollkommen ausreichend während des Rennens. So, wo der eine Truck eine Wohnkabine hat für Fahrer und Beifahrer, da hat der andere eine Werkstatt. Und hier werden Teile revidiert, die jetzt während des Rennens ihre Laufzeit erreicht haben und nochmal neu gemacht werden müssen, weil sie später nochmal gebraucht werden. Die Rückseite vom Red Bull Junior Team, auch hier sind natürlich ein paar Camper dabei für Fahrer, Beifahrer und fürs Management. Im Vergleich ein kleines russisches Privatteam. Sieht auch sehr aufgeräumt, sehr gut aus. Can-Am Werksteam, Monster Energy Can-Am. Etwas kleiner, ich glaube, sie haben 4 Autos am Start und außerdem gibt es noch ein paar Kundenautos von der Firma South Racing. Die stehen, glaube ich, auf der anderen Seite. Sehr erfolgreich, das erfolgreichste Team in der T3-Klasse bis jetzt. Sie stellen die letzten beiden Dakar-Sieger. Jetzt sind wir bei PH Sport oder PH Sport, französischen Team, das die ehemaligen Werks-Peugeots betreut, die hier privat eingesetzt werden. Und außerdem hat man auch ein eigenes Projekt, auch ein T3-Fahrzeug im Rennen, ein Saphir nennen sie das Fahrzeug. Und wenn man sich das so anschaut, dann mag man gar nicht glauben, dass diese Firma Hightech-Fahrzeuge hat. So basic und wild sieht das hier aus in dem Camp. Hier sehen wir jetzt das Kamaz-Team, russisches LKW-Team und die Dominatoren der letzten Jahre, der letzten Dakars. Ich glaube, kaum ein Team hat so viele LKW-Sieger gestellt wie Kamaz. Es ist sagenhaft, wie professionell die Jungs an die Sache rangehen, wie aufgeräumt sie sind, wie gut strukturiert, wie sensationell gut die LKWs funktionieren. Was für eine geile Show die machen. Also echt super cool. Kurzer Blick zum Honda HRC-Team. Werksteam von Honda, auch Monster Energy gesponsert. Heute übrigens sehr stark dabei. Fahrwerk führt. Ziemlich verschlossen alles, warum auch immer. Aber da die Seite, die Zelte für die Motorräder, für den Service, das sieht auch sehr professionell aus, schön aufgeräumt alles. Hier sieht man nochmal toll den Größenunterschied der verschiedenen Reifen der Fahrzeugkategorien. Von links den Buggy-Reifen, in der Mitte den Allradreifen und rechts sieht man den Reifen mit den Side-by-Sides. Die Reifendimensionen sind bei dem Rennen vorgeschrieben, also die Maximalgröße der Reifen. Kleinere darf man immer fahren, möchte man natürlich nicht, weil man dann weniger Traktion hat, größere Plattfußgefahr und weniger Bodenfreiheit. Wir sind hier bei unserem kleinen Spaziergang durchs Fahrerlager. Also viele verschiedene Servicestationen zu sehen. Jedes Team, jeder Hersteller, alle haben ihr eigenes Lager, ihre eigene Philosophie, wobei natürlich alles sehr ähnlich ist. Alle müssen die gleiche Aufgabe bewältigen. Die Jungs, die aber den härtesten Job machen, sind die Fahrer, die Motorradfahrer, die ohne Service mitfahren. Sie werden jetzt Originals genannt und da gucken wir jetzt gerade mal hin. Da sieht das nämlich schon ganz anders aus, aber auch hervorragend aufgeräumt. Das habe ich so noch nie erlebt bei der Dakar. Also es ist sensationell, wie hier die Logistik funktioniert. So, er hat es nicht geschafft, Motorrad läuft nicht mehr. Ich kenne die Story nicht, aber es sieht ganz so aus, als ob der Motor fehlt. Die Amateure haben die Chance zu reparieren, 1 Tag oder 2 Tage auszulassen und neu zu starten, werden dann aber nicht mehr im Klassement geführt, können aber das Rennen noch fahren und kriegen praktisch noch was vom Dakar-Feeling mit und von dieser sensationellen Natur und Landschaft. Cool zu sehen, hier die Auffangwannen fürs Motoröl, für andere Sachen. All das wird perfekt entsorgt. Man legt also größten Wert auf Sauberkeit bei der Dakar. Es wird Müll getrennt, es gibt Stationen, wo man das Altöl abgeben kann, wo man Metallteile abgeben kann. All das wird also wie bei uns auch in Europa, wie wir es kennen, getrennt und entsorgt. Das ist doch mal ein cooler Service-Truck, oder? Mit dem kann man doch direkt losfahren auf Welttournee. Also wie
sieht, hinten die Ladefläche ist eigentlich nur Dekoration, großer Ladeluftkühler da oben und ein riesiger Dieseltank natürlich. Verbrauch dieser Fahrzeuge, ganz ehrlich, ich will es gar nicht wissen. Prioritäten werden überall anders gesetzt. Hier haben wir ein italienisches Team und da ist die Küche wichtig und ich muss sagen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich kann mir denken, die Jungs werden gut versorgt. Vielleicht sollte ich nochmal zu den Italienern zurückgehen. Die haben bestimmt auch einen super Espresso. Naja, ist zu spät, gehen wir weiter. Hier ein etwas anderes Konzept des Service-LKWs. Und zwar hat dieser LKW einen Koffer, den er runtersetzen kann oder Container, in dem die Werkstatt ist. Das ist natürlich für die Mechanik etwas bequemer. Sie müssen nicht Treppe hoch, Treppe runter. Aber so ein LKW ist auch nicht ganz so effektiv wie eben der LKW, der speziell für den Service gebaut ist, mit festem Koffer oben drauf. Ein kleines Detail, das sehr wichtig ist, neben Kühlung und Strom, ist die Waschmaschine. Denn man darf nicht vergessen, dass die Teams ja alle 3 Wochen vor Ort sind, also wahnsinnig viel Gepäck haben und damit man eben nicht für 3 Wochen Klamotten dabei haben muss, sondern mit ein bisschen weniger auskommt, hat man die Waschmaschine. So, jetzt gucken wir mal in die Catering Area, ob wir vielleicht was zu essen bekommen. Es ist 1:30, also eigentlich sollte es doch hier einen kleinen Snack geben. Und wie man sieht, ziemlich voll, definitiv was zu essen. So viele Leute, wie hier rumsitzen, die sitzen hier nicht einfach nur so rum. Also schauen wir mal, was wir kriegen. So, wollen wir mal schauen, was Konstantin zu sagen hat. Okay. Yeah, but sorry. You can't imagine it's sorry. It's something strange because all nuts to put all nuts. You start, it's moved, but ich glaube, er hatte wieder Sand im Gewinde beim Anziehen des Reserverads. Ärgerlich, ärgerlich. So, der heutige Bericht ging mehr um das Biwak und den Service, weniger um das Renngeschehen. Ich meine, auch da ist wieder viel passiert. Es gab wieder Verfahrer und so weiter. Carlos Sainz hat unheimlich gepusht heute und verdient gewonnen. Nasser Al-Attiyah auch sehr schnell unterwegs gewesen, hat sich abgelöst mit Carlos mit der Führung zwischendurch. Zweiter geworden. Überhaupt nicht auffallend, dass die Buggies sehr guten Job machen. Ihr seht, hat wieder ein bisschen Pech gehabt mit Plattfüßen und auch navigatorisch lief es nicht 100% rund, aber er hat sich ein bisschen verbessern können. Beendet ist das Rennen für Vassiljev. Sein Mini ist abgefackelt und aus Abu Dhabi Al-Kajimi mit seinem Beifahrer Xavier Casarini, die haben sich auch leider verabschiedet. Im Staub vom Nasser haben sie ihn steinig gesehen, haben sich überschlagen, Autoschrott, Rennen beendet. Ich bin also froh, dass Yazid noch dabei ist und hoffe, dass er morgen mal problemlos durchkommt. Das morgige Feature auf unserem Weberwerk YouTube-Kanal wird den Schwerpunkt Navigation haben, wenn alles so klappt wie geplant und dann hoffentlich auch mal ein paar Bilder von den Minis. Ich hoffe, die Berichterstattung hier auf unserem Weberwerk YouTube-Kanal gefällt euch. Seid so nett, abonniert den Kanal, liked ihn, das würde mir sehr gefallen und ihr könnt mir einen ganz großen Gefallen tun, wenn ihr mal wieder ein bisschen Zubehör braucht für eure Werkstatt oder Garage. Schaut mal auf die Website von Weberwerke, da gibt es alles Mögliche. Es wird euch gefallen, haut rein, bestellt anständig, schreibt die Bemerkungen rein. YouTube-Kanal ist super, Berichterstattung Dakar hat mir gefallen und ich bin glücklich.